Hier ist es mein Rose Bonero 3. Ich habe es seit 2,5 Monaten jetzt gefahren, in etwa 550 Kilometern. Und ich möchte euch davon berichten, wie ich damit zufrieden bin. Habe ich vielleicht Umbauten schon durchgeführt und welche Defekte hatte ich. Das Rose Bonero ist mit der Eagle GX-Schaltung von SRAM ausgestattet. Das ist jetzt meine erste SRAM-Schaltung. Ich habe bisher immer nur Shimano gefahren, aber ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden damit. Der Schaltvorgang ist flüssig, die Schaltung ist sehr knackig, das heißt, man hört die Gangwechsel sehr stark, was aber auch gewollt ist. Und ich habe bisher noch keine Probleme mit der Schaltung gehabt. Ich bin insgesamt sehr zufrieden damit. Das Rose Bonero ist mit den DT Swiss M1900 Laufrädern ausgestattet. Damit bin ich sehr zufrieden. Kritisch ist ja bei Laufrädern immer, dass sich am Anfang die Speichen lösen können. Das habe ich jetzt hier noch nicht feststellen können. Die Speichen sind schön fest. DT Swiss verbaut bei den M1900 Laufrädern einen Freilauf mit Sperrklinken. Im Gegensatz zu vielen anderen Laufrädern, wo sie das Ratchet-System verbauen. Der Freilauf ist im Vergleich zu Shimano Freiläufen, die ich kenne, vergleichsweise laut, aber nicht so laut wie die Ratchet-Systeme. Mit den Reifen war ich anfangs ja nicht so zufrieden. Es waren ja ursprünglich die Kenda-Reifen drauf. Ich habe die Tubeless umgebaut auf die Schwalbe Nobby-Nick initial und habe dann im zweiten Schritt den Vorderradreifen auf die Schwalbe Magic Mary umgebaut. Der Umbau war wirklich sehr einfach. Ich verlinke euch das Video dazu und das Rad hat so super Grip. Die Formula Cura 4 am Vorderrad und die Formula Cura 2 am Hinterrad haben ordentlich Biss. Mal davon abgesehen, dass die Formula Cura 2 hinten nur 2 Bremskolben hat, würde ich den Biss in etwa vergleichen mit der Magura MT5, also ungefähr gleichwertig mit der Magura MT5, die ich auf einem anderen Rad fahre. Wenn ich sehr stark gebremst habe und sehr schnell bergab gefahren bin, dann beginnen die Bremsscheiben teilweise leicht zu schleifen, ganz leicht nur. Und sobald die Bremsscheiben wieder abkühlen, hört das Schleifen wieder auf. Die installierte RockShox Pike mit der Charger 3 Kartusche läuft völlig problemlos. Die E13 Vario Sattelstütze läuft völlig problemlos. Ich fahre das Rose Bonero in der Rahmengröße XXL und ich finde, dass der Rahmen sehr gut auf die Größe skaliert ist. Ich habe das Gefühl, obwohl ich ja nun sehr groß bin, dass ich nicht sehr hoch sitze. Und habe aber auch das Gefühl, dass das Fahrrad erstaunlich wendig ist. Das habe ich bei anderen Fahrrädern dieser Rahmengröße schon anders erlebt. Das Fahrrad hat einen Radstand von 1,32 Meter, das muss man berücksichtigen. Es ist schwer, das auf Fahrradträger zu bekommen. Ich habe allerdings einen Fahrradträger gefunden, auf dem es gut drauf passt. Aus der großen Länge des Rads folgt allerdings auch eine recht hohe Belastung der Handgelenke. Hier habe ich am Anfang wirklich Sorgen gehabt, weil ich eine ganze Zeit gebraucht habe, um das Cockpit richtig für mich einzustellen. Die installierten Ergon GA2 Griffe waren für mich zu schmal. Ich habe die gegen SQL Lip 711 Griffe getauscht und bin damit zufriedener. Sattel ist ja immer sehr stark Anpassungssache. Ich bin mit dem installierten Sattel Selle Italia sehr zufrieden. Ich kann also auch 50 Kilometer fahren und kann am nächsten Tag wieder problemlos aufs Rad steigen. Zusammenfassend muss ich sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Fahrrad. Ich habe keine Ausfälle gehabt und für mich war das eine gute Wahl. Ich plane jetzt mit diesem Fahrrad, mit dem Trailbike, Touren anders, plane einen höheren Trailanteil ein und dadurch entwickle ich mich selber weiter und beschäftige mich mehr mit dem Thema Fahrtechnik. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.